Zeige ich euch das auch mal, dass das schön knusprig ist. Das ist der Wahnsinn, oder? Heute backe ich das Brot nach. Das Brot ohne Kneten. Das gibt's hier bei YouTube mit über 2 Millionen Aufrufe. Ich möchte mal sehen, ob das wirklich so gut wird. Ich benutze jetzt auch hier eine Backform von Tupper. Dazu benutzen wir 3 Tassen Mehl, also so ist es im Video angegeben. 200 Gramm, also 600 Gramm Mehl. Im Video wird gebackt mit 405er Mehl. Ich nehme jetzt kein 405er Mehl, ich nehme 550er. So, eins kann ich euch gleich sagen, vorweg. Das mit einer 600 Gramm Tasse, das stimmt schon mal nicht. Weil in jeder Tasse, wenn ihr das voll macht, fehlt 40 Gramm Mehl. Also 30 bis 40 Gramm Mehl fehlt. Wenn ihr das nicht so klopft wie ich jetzt, dann kriegt ihr hier gar keine 200 rein. Das wird euch überlaufen. Aber das werdet ihr selbst sehen. Wir geben jetzt unsere 3 Tassen Mehl hier rein. Also ich habe es abgewogen. Jetzt sind es genau 600 Gramm. Dazu wurde 1 Teelöffel Trockenhefe benutzt. So, das Ganze wird jetzt erstmal verrührt. Das sind noch 2 Teelöffel Salz, macht sie noch rein. 1, das ist jetzt mehr Salz. 2. Das sind jetzt bei mir 11 Gramm. So, sie gibt jetzt genau 400 ml heißes Wasser. Ich nehme jetzt kein heißes Wasser. Liegen wir mal 300. So, das ist ein bisschen mehr, das macht jetzt nichts. Und dann brauchen wir noch 100. So, das sind genau 100. Das Salz und alles haben wir auch verrührt. Und das geben wir jetzt hier hinzu. Wir benutzen keine Maschine. Das waren jetzt 400 ml Wasser. Das Ganze wird gut verrührt. Wie ihr gesehen habt, ich habe hier alles genau abgewogen, laut Rezept. Und wenn ich mir das jetzt schon angucke hier, das kann überhaupt nicht stimmen. Da ist jetzt noch so viel Mehl. Und es gibt mir einen trockener Klotz. Also mir ist das jetzt zu trocken. Ich gebe da jetzt noch was dazu. Da mache ich jetzt erstmal nochmal 50 dazu. Die Konsistenz, die soll ja nicht so trocken sein, aber auch nicht zu nass. Ich habe jetzt nochmal genau 50 ml hinzugegeben. Also das wären dann nicht 400 ml, sondern 450 ml. Also stimmt diese Mengeangabe von diesem Rezept stimme überhaupt gar nicht. Besonders wenn ihr es dann abwiegt, dann stimmt es überhaupt gar nicht mehr. Wie ihr seht, ich tue das jetzt nur gut verrühren. Werden wir mal sehen, wie das dann wird. Also ich lasse das jetzt 3 Stunden stehen. Wir haben jetzt 9 Uhr und lasse es stehen bis 12 Uhr. Und dann machen wir weiter. So, der Teig ist jetzt gegangen. Und den holen wir jetzt aus dem Topf. Also ich mache das jetzt nicht mit dieser Backfolie. Ich mache das ein bisschen anders. Also so sieht er aus. Das sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Aber wenn ich jetzt dann diese Wassermenge genommen hätte, die gesagt wurde, wäre das so bestimmt nicht geworden. So, das Brot tun wir dann ein bisschen zusammenlegen, wie im Video zu sehen. Allerdings benutze ich jetzt ganz wenig Mehl. Also ich gucke, dass ich so wenig Mehl wie möglich da drauf kriege. So, jetzt kann man das auch schon anfassen. So, was ich halt jetzt noch mache, ein Brot wird immer ein bisschen gestretcht, dann kriegt das auch seine Festigkeit. Und dann tut man den Teig auseinanderziehen. Muss man das nicht erst in Backfolie anbacken, dass es nicht auseinanderfällt. Und jetzt gehen wir hin und legen den mal schön nochmal zusammen. Bis die Luft reinhole hier. Jetzt ziehen wir das und formen das zu einer Kugel. So, ich lasse ihn jetzt nochmal 40 Minuten gehen. Also wenn ihr da Öl reinmacht, dann habt ihr euren Topf gleich kaputt. Das ist nämlich mir schon passiert. Unser Brot setze ich jetzt hier rein. Also so sieht's aus. Und das lassen wir jetzt nochmal schön gehen, bis es richtig schön hoch ist. Das kann noch mal eine gute Dreiviertelstunde dauern. Ein bisschen auf meine Art trotzdem. Und dass es auch was wird und dass man es auch essen kann. Ja, den Schluss habe ich jetzt ein bisschen anders gemacht, damit mein Brot auch was wird. Und wie ihr seht, es hat jetzt eine schöne Spannung, das hat Luftblase. So, das decken wir jetzt nochmal ab und lassen das nochmal doppelte Höhe. Dann tun wir den Backofen vorheizen. Angegeben ist 220 Grad, 30 Minuten. Mit Deckel
und 30 Minuten ohne Deckel. So, und so werde ich das auch machen. Und dann sind wir mal gespannt, wie das 2 Millionen Brot wird. So, ich habe das noch ein bisschen eingemehlt. Ich habe leider nur noch das T150, das ist so französisches Mehl, das ist ein bisschen dunkler, aber das sollte natürlich auch gehen. Dann habe ich mir hier so einen Schaschlikspieß gemacht mit einer Rasierklinge dran. Und dann, wenn wir das Brot nachher, wenn wir das dann, bevor wir das im Backofen machen, tun wir das nochmal hier so einschneiden. Ich heize jetzt einen Backofen vor auf 250 Grad, volle Kanne. Kann das mal ein bisschen gehen. Und dann werden wir mal sehen, ob dieses 2 Millionen, 2,1 Millionen habe ich jetzt gesehen, Brot wirklich so lecker ist und so gut schmeckt. Natürlich habe ich das jetzt nochmal ein bisschen verändert, weil das passt ja alles nicht. Diese Wassermenge passt nicht, die Mehlmenge passt nicht. Wenn ich jetzt 3 Tassen Mehl nehme und mache da Mehl rein, so wie ich das im Video sehe, und dann sind es keine 600 Gramm, sondern nur noch 540 Gramm. Und dann tun wir das mal backen. 30 Minuten mit Deckel, 30 Minuten ohne Deckel, so wird es im Video gesagt. Allerdings mache ich es ein klein bisschen anders. Ich mache es 10 Minuten ohne Deckel und schwade das mit Wasser. Dann mache ich den Deckel drauf und backe 20 Minuten weiter. Das gibt eine gute, schöne Kruste auch. Ist mit ein Grund, warum ich das mache. Und dann nach 10 Minuten lasse ich den Dampf ab und dann mache ich den Deckel drauf. Und dann backe ich 20 Minuten weiter. Und dann ohne Deckel nochmal 30 Minuten. Dann werden wir mal sehen, ob das was wird. So, Backofen ist jetzt soweit vorgeheizt. Jetzt schneiden wir das Brot mal noch ein. Da ziehen wir da nochmal drüber. Da nochmal. Also so sieht es mal schon aus. Und das kommt jetzt so wie es ist, im Backofen und wird direkt geschwartet. So, das muss jetzt ziemlich schnell gehen. Erst kommt das Wasser rein und dann kommt schnell das Brot rein. Das muss so richtig pullern und dann ist das richtig. Ich mache jetzt das Wasser hier rein und dann kommt das Brot rein. Erstmal ohne Deckel, 10 Minuten, 250 Grad ohne Deckel. Und nach 10 Minuten ist das Wasser weg. Dann machen wir den Deckel drauf und backen 20 Minuten weiter. Gehen aber dann mit der Temperatur auf 220 Grad. So wie es im Video auch gesagt wurde ist. Dampf ablassen. Zeige ich euch das mal noch ganz kurz, wie das dann schon aussieht. Seht ihr? So sieht es schon aus. Wir können dann auch wie im Video das Brot rausholen, wenn man möchte, und können es schön rundherum knackig noch anbacken. Ich hole das jetzt mal raus, Backofen schnell wieder zumache. Ich gucke, dass ich das rauskriege. So. Also so sieht es schon aus. Ich mache es halt jetzt genauso im Video. Normalerweise hätte ich das weiter im Topf gelassen. Und das mache ich jetzt nochmal im Backofen rein. Dass es auch richtig schön knackig wird. So. Das Ganze kommt jetzt ganz schnell wieder im Backofen rein. Und dann tun wir das noch knusprig anbraten. Also halbe Stunde ist jetzt vorbei. Lasst jetzt mal noch eine halbe Stunde drin. Wie ihr seht, da ist gar nichts, hängt gar nichts drin. Da wischt man einmal raus oder tut es kurz auswäsche. Da ist ja wunderbar. So sieht's aus. Da war mal ja der Wassertropfen drauf gekommen. Das ist sehr, sehr knusprig. Schaut euch an. Das ist so hochgegangen. Also ich würde es gerne noch mal ein bisschen reinmachen. Ich glaube, ich mache es noch ein bisschen rein. Mache noch mal 10 Minuten rein, dass es noch ein bisschen knuspriger wird. So, also schaut es euch mal an. So ist jetzt geworden, das Brot. Und es muss natürlich jetzt nur abkühlen. Am besten auf ein Gitterrost drauflegen zum Abkühlen. Schaut mal an, wie schön das geworden ist. Ganz super. Ist noch ein bisschen warm. Durch. Das hat sich sogar hier an der Seite, hat sich das rausgedrückt. Ja, so sieht es oben aus. Allerdings würde ich hingehen und würde das Brot bis zu 20 Stunden gehen lassen, würde noch ein paar Körner drin machen, würde noch 50 Gramm dunkles Mehl drin machen, dass das Brot auch einen Geschmack kriegt. Halt die Gehzeit würde ich verändern. Ich habe hier bisher einiges verändert. Man kann einiges noch verändern, aber das zeige ich euch mal im anderen Video. Das Rezept finde ich nicht schlecht, nur das Brot muss halt auch dann nachher schmecken. Ja, und das werden wir dann nachher sehen, wenn es abgekühlt ist, ob es wirklich so lecker ist.
So, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen hören. Das Brot tut richtig noch knacken. Das muss halt jetzt noch ein bisschen abkühlen. Zeige ich euch natürlich einen Anschnitt. Was sie allerdings nicht gezeigt hat. So, dann zeige ich euch das auch mal, dass das schön knusprig ist. Das ist der Wahnsinn, oder? Boah. Super luftig, knusprig ohne Ende. So, dann schneiden wir das Brot mal an. Das ist jetzt schön abgekühlt. Dann das Beste mal in die Mitte. Ja, gucken wir mal, wie das geworden ist. Ist noch ein bisschen warm. Also so sieht's aus. Ich habe es probiert, schmeckt ganz gut. Dann ich sag mal wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Ciao, ciao.